Guten Morgen, liebe Geschwister im Herrn. Shalom. Ich möchte euch nochmal herzlich willkommen zu unserer Gebetsstunde MorgenBrot. Heute fangen wir in dem Buch vom Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22. Stärkten die Seele der Jünger und ermahnte sie, dass sie im Glauben leben und dass wir durch viel Trübsale müssen in das Reich Gottes gehen. Dies ist die Ermutigung von Paulus zu der Gemeinde in Ephesus. Und das Gleiche möchte ich euch heute ermutigen, weil wir leben in einer Zeit, wo viele Gläubigen leben unter Angst, Zweifel und Verwirrung. Und manche wissen auch immer noch nicht, was davor zu beten. Weil manche beten um ihr Geld, manche beten um ihr Wohl, manche beten um Gottes Schutz, manche beten um ihre Kinder, manche beten um ihren Besitz. Nicht, dass alles schlimm ist, aber ich möchte euch heute ermutigen und zeigen, das größte Gebet, das gibt. Das größte Gebet, das gibt. Und wenn wir diese was richtig schauen, es sagt, dass unser Glauben bleibt. Das ist das große Gebet, das gibt. Warum sollte unser Glauben bleiben? Auch durch Zeit von Schwierigkeiten, auch durch Zeit von Trübsal oder Verfolgung, in der Zeit von Not. Das sehen wir in dem Buch vom Epheser, Kapitel 4, Vers 1. Und es heißt, so ermahne nun euch, ich Gefangenen in Yahshua, dass ihr wandelt, bis sich gebeuert oder berufen, mit der ihr berufen seid. So ermahnen nun euch, ich Gefangener in Yahshua, dass ihr wandelt, bis sich es gebührt oder berufen, mit der ihr berufen seid. Weil es gibt eine Berufung, dass Gott uns berufen hat. Und das ist das große Ding, das in unserem Leben passieren kann. Darum sollte unser Gebet immer sein, dass wir würdig von seinem Königreich. Das ist das größte Gebet und das höchste Gebet, das wir beten können. Dass wir würdig von seinem Königreich. Weil egal was wir hier auf der Erde besitzen oder wie lang dass wir hier auf der Erde leben, es bringt uns nichts, wenn wir nicht in sein Königreich nicht reinkommen. Es ist egal, was wir gesammelt haben in dieser Welt oder wie lang. Es erinnert uns die Geschichte von Methuselah in der Bibel. Der einzige Mensch, das hat 960 gelebt in der Bibel, fast 1000 Jahre. Aber alle, das einfach zu seinem Namen geschrieben ist, dass er lebt, er hat gebären und das war's, gestorben. Aber Yahshua selber hat nur 33 Jahre gelebt. Und er hat nicht nur die ganze Geschichte verändert, er hat die ganze Welt verändert. Und darum müssen wir einfach nur in dieser Klarheit leben, dass ob Tod kommt heute oder morgen. Es kann durch Corona sein, es kann durch etwas anderes sein. Manche haben Unfälle in den letzten paar Wochen. Manche sind gestorben durch andere Krankheitsarten. Dinge sind passiert, das hat Leben gekostet in diesen letzten paar Tagen. Und darum müssen wir einfach nur nicht immer uns richten auf nach einer Richtung. Und darum müssen wir einfach nur unsere Sicht immer auf Ewigkeit konzentrieren.
Und Ewigkeit zu konzentrieren bedeutet, wir müssen würdig sein, in Ewigkeit mit Yahshua zusammen zu verbringen. Und darum sagt es in dem Buch von Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17. Und es heißt, und der Geist und der Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer durstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens, liebe Geschwister, ist umsonst. Aber das Wasser des Lebens hat gar nichts zu tun mit all deinem Besitz. Das Wasser des Lebens gehört zur Ewigkeit. Das ist die einzige, die dich in ewig erhalten kann. Das ist die einzige, das dein Leben zusammenhalten für alle Ewigkeit. Weil Yahshua sagt, dass alle, das an ihn glauben, auch wenn sie werden sterben, aber sie werden zurückleben. Weil in der Auferstehung würde sich alles wieder aufwachen. Und er hat das nicht nur gesagt, er hat auch uns gezeigt. Er hat das veröffentlicht zu sehen und das an zu glauben, dass er hat die Macht über Leben und Tod. Und das Gleiche möchte ich euch heute beten, als liebe Geschwister, dass lasst eure Gebet jetzt nach Himmel richten, würdig zu sein von dem Königreich Gottes, würdig zu sein, einer von den Trägern des Licht Gottes in dieser Zeit, würdig zu sein, die Geduld zu haben, so dass wir zusammen in sein Königreich reintreten, egal durch Gewalt, durch Verfolgung und durch alle Trübsal. Auch in der Zeit von Plage, dass wir die Sicht haben, geduldig zu sein, auf seinem Wort zu bleiben, so dass wir würdig von seinem Königreich. Lass uns beten. Ja, himmlischer Vater, du kennst uns durch und durch, o Herr, weil du uns geschaffen hast. Du kennst unsere Stärke und du kennst unsere Schwäche. Aber in allem, o Herr, bitten wir, würdig zu sein von deinem Königreich, würdig zu sein von deiner Ewigkeit, weil nur du allein bleibst in Ewigkeit. Und niemand kann uns dieses ewige Leben schenken, Vater, außer dir. Und du rufst uns an und du sagst, dass wir sollten zu dir kommen und nehmen das Wasser des Lebens umsonst. Und darum, Vater, wir danken dir, o Herr, dass du uns berufen hast. Und wir beten, o Herr, dass wir die Kraft bekommen, Vater, uns zusammenzureißen, aufzustehen und diesen Ruf, o Herr, zu beantworten. Wir lieben dich, o Herr. Wir preisen dich. Wir werden dich immer ehren. Für alle Ewigkeit. Im Namen Yahshua. Amen. We love you, Jesus. Somebody say, I'm nothing without you, Jesus. All I am is what you gave me. Who I am is what you made me. Absolutely nothing without you. Absolutely nothing without you. Absolutely nothing without you, Jesus. Absolutely nothing without you. All I have is what you gave me. And who I am is what you made me. Absolutely nothing without you. Absolutely nothing.
nothing without you. Absolutely nothing without you. Absolutely nothing without you. Somebody say, all I am is what you gave me. Who I am is what you made me. Absolutely nothing without you. Absolutely nothing without you. Somebody declare, absolutely nothing. Absolutely nothing without you. You. Absolutely nothing without you. Say all I have. All I am is what you gave me. Who I am, Jesus. Who I am is what you made me. Absolutely nothing without you. Hey! Absolutely nothing without you. Somebody sing, absolutely nothing. Absolutely nothing without you. You. Absolutely nothing without One more time. Saying all I have. All I am is what you gave me. Somebody tell it to him. Say, who I am. I am is what you made me. Hey! Absolutely nothing without you. Oh! Absolutely nothing without you. Tell it to the Lord. Say, absolutely nothing. Absolutely nothing without you. Absolutely nothing. Absolutely nothing without you. Lift it up and sing. Absolutely nothing. Absolutely nothing without you. Lift your hands and sing.